Hallo, braucht das Baby schon einen Wochenrhythmus? Also ich würde sagen, das Baby braucht es nicht, weil das ja noch gar kein Zeitgefühl hat. Für wen der Wochenrhythmus aber total hilfreich ist, glaube ich, sind die Eltern. Zumal das ja so ist, dass es halt auch lange dauert, bis man überhaupt sowas eingeführt hat und man muss ja rumprobieren, was passt überhaupt für einen oder für die Familie. Und dann ist man selber schon bereit, wenn das dann eben in den nächsten Jahren immer wichtiger wird für das Kind. Ich habe mich inspiriert bei dem Buch, was ich auch schon in dem Video davor gezeigt habe, was ich sehr empfehlen kann. Da steht auch ein kleiner Abschnitt über den Wochenrhythmus, also darüber, dass eben die Wochentage sind ja nach den Planeten und Sonne und Mond benannt. Und auch steht da drin, dass die Chronobiologie und die Rhythmusforschung den 7-Tage-Rhythmus als für die Anpassungs- und Heilvorgänge entscheidenden Rhythmus entdeckt hat. Also kann man sagen, dass dieser 7-Tage-Rhythmus eben durchaus wichtig ist und es halt sehr viel Kraft geben kann, wenn man da auch sich drum bemüht, so da einen Rhythmus auch wirklich zu haben. Mich hat schon das Buch dazu inspiriert, so da mehr Wert drauf zu legen. Einfach weil mir die Sinnhaftigkeit schon irgendwie klar ist. Ich erzähle jetzt mal, was ich hilfreich finde. Angefangen hat es mit dem Rückbildungskurs, weil wir da gemerkt haben, dass es auch geht, dass ich abends mal weggehe, was trotzdem nicht durchgehend dann später funktioniert hat, aber immerhin hatten wir diese Erfahrung gemacht und ich auch gemerkt habe, das war gut für mich. Also ich habe den ohne Kind gemacht und eben abends. Und da gab es dann eben die erste Regelmäßigkeit für uns so abends. Danach habe ich dann noch so einen Sommer-Fitnesskurs gemacht und mache jetzt gerade Zumba montags. Und das ist dann sozusagen schon mal ein Montagsprogrammpunkt. Das Wichtigste finde ich schon, dass montags man nicht denkt, wow, jetzt kommen 5 Tage immer das Gleiche, weil es ja auch so schon echt ganz schön anstrengend sein kann. Mein Highlight im ersten Jahr war, dass mein Freund Elternzeit so genommen hat, dass er donnerstags immer frei hatte. Also der hat es sozusagen halt bei ihm bei der Arbeit so besprochen, dass das ging, dass er 2 Monate auf das ganze Jahr verteilt hat. Und das fand ich unglaublich entlastend und ja, es hat für mich natürlich die Woche nochmal ganz anders eingeteilt, dass es dann auch wirklich ein Papatag ist, dass er so viel übernommen hat, wie das halt, je nachdem halt, wie es möglich war. Und ich dadurch natürlich auch frei hatte und auch immer mal eine Weile weg konnte und so. Also das war wirklich schön. Was ich auch sehr wichtig finde für mich, ist, dass ich so einen freien Abend eingeführt habe. Der ist dienstags und frei heißt bei mir, dass ich mir vorgenommen habe, mir an diesem Abend nichts vorzunehmen. Also ich darf nichts machen, was irgendwie mit Anstrengung zu tun hat. Also nicht mal irgendwie basteln oder handwerken oder so, sondern echt, weiß nicht, in die Sauna gehen oder einen Film gucken und Chips essen und halt so richtig gechillt und schon eher echt für mich alleine, also ohne andere Leute zu treffen. Weil das finde ich ist schon auch was total Kraftgebendes. Auch das Unterbewusstsein stellt sich ja auch darauf ein, an dem Tag kann man sich wirklich ausruhen und das ist halt, glaube ich, total wichtig. Und was man auch eben machen kann, ist zum Beispiel einmal die Woche auch nicht im Familienbett zu übernachten, sondern auf dem Sofa oder so. Also muss man ausprobieren, weil ich glaube, wenn man es nicht ausprobiert hat, weiß man vielleicht noch gar nicht, dass man es toll findet. Und dadurch, dass es besprochen ist, ist es auch viel einfacher, dass man nicht drum kämpfen muss oder sich nicht erst streiten muss, um dann irgendwie, dass jeder mal Zeit für sich hat. Mein Freund hat seinen freien Abend am Sonntag und so ist es einfach vorher schon geregelt und man muss nicht erst völlig erschöpft sein, um sich das irgendwie mal zu gönnen oder auch, um sich halt mal wirklich voll rauszuziehen. Das ist nämlich, glaube ich, wichtig. Der Wochenrhythmus, finde ich, hilft auch total, besser einzuschätzen, wie viel Sozialkontakte brauche ich. Also bei mir ist es, glaube ich, so 3-mal die Woche, dass es für mich wichtig ist, mich mit jemand anderem zu treffen. Donnerstags haben wir die Spielraumgruppe, das zählt ja auch als jemand anderes treffen. Aber auch so halt, man kann ja dann nicht mit anderen frühstücken gehen oder so. Und solche Termine mache ich auch manchmal schon für ein paar Wochen vorher aus, mit wem ich mich treffe. Und dadurch, dass ich eben darauf achte, was brauche ich in der Woche auch, habe ich das, glaube ich, auch viel klarer im Bewusstsein und kann das viel besser planen, schon im Voraus. Und dann passt das auch so, wie die Woche halt ist. Ich muss auch dazu sagen, dass ich Struktur sehr mag. Und das Wichtige ist ja, dass es für dich passt. Also, dass es halt so viel Struktur gibt, wie du brauchst. Bei mir gibt es aber auch diese Tage, wo ich mich besonders freue, dass eben nichts geplant ist. Toll finde ich trotzdem, wenn man das Wochenende strukturiert. Also wir machen zum Beispiel Sonntag ein schönes gemeinsames Frühstück und dann einen kleinen Ausflug. Am Samstag gehen wir meistens zusammen auf den Markt
Und was man ja am Wochenende auch total toll machen kann, was wir immer machen, ist, an einem Tag darf der eine ausschlafen, am anderen Tag darf der andere ausschlafen. Und dadurch kann man natürlich auch abends eher mal weggehen. Also der eine geht Freitag aus, der andere geht Samstag aus, trifft sich mit Freunden, geht ins Kino oder was auch immer. Und natürlich auch, wie es fürs Kind passt. Da gab es ganz verschiedene Phasen bei uns. Aber es ist eben möglich, vor allem mit einem Kind. Und es ist ja auch schön, das dann so nach der Schwangerschaft und nach der ersten Zeit so wieder zu genießen, halt ein bisschen rauszukommen. Was wir noch haben als Struktur ist, dass Mittwochs ist immer Badetag. Am Samstag kommt zurzeit die Oma. Also wir experimentieren da ja auch noch rum und es ändert sich immer mal wieder. Und trotzdem ist es immer ein Stück weit eine Struktur, die ja auch immer den aktuellen Bedürfnissen angepasst wird. Gerade experimentieren wir wieder ein bisschen rum mit Mahlzeiten, also weil man die ja auch schön der Woche anpassen kann. Und dann, das Tolle ist ja auch, man muss dann nicht jedes Mal überlegen, was sollen wir heute kochen, sondern Montag ist jetzt Spaghetti-Tag. Und so kann man halt immer mehr noch dazu fügen. Und ja, das Ziel ist ja, dass halt jeder Wochentag etwas hat, wo man sich ganz besonders drauf freut. Und dass das dann später für das Kind auch so ist, dass jeder Tag eben ein besonderer Tag ist. Oh, heute ist Spaghetti-Tag oder halt, heute ist das und das. Und ja, jeder Wochentag ein Highlight. So ist es doch irgendwie am schönsten. Eins hätte ich fast vergessen, und zwar haben wir sonntags noch Familiengespräch. Das machen wir meistens beim Frühstück. Also wir nennen das jetzt einfach so, das ist quasi so schon inspiriert durch Sachen, wo ich mal von gehört habe, aber ich habe mich jetzt damit nicht wirklich beschäftigt. Wir machen das aber so, dass wir eben seit der Schwangerschaft das einmal die Woche machen, dass wir als Eltern drüber reden, wie war die Woche, gibt es irgendwas, was wir gerne anders hätten. Vor allem sagen wir uns immer nette Sachen gegenseitig, also wir sagen uns, über was wir uns eben freuen am anderen und nutzen das auch, eben die ganzen positiven Sachen zu erwähnen, die ja manchmal einfach sonst untergehen würden, weil man oft sich gar nicht klar macht, ja, wie schön das ist, dem anderen das auch zu sagen, über was man sich alles so freut. Also kann ich sehr empfehlen. Wir machen das, ich weiß nicht, ungefähr 10 Minuten oder so. Hat jetzt keine feste Struktur. Erst erzählt der eine, dann erzählt der andere. Kann ich aber sehr empfehlen und das kann man ja auch sich so einrichten, ja, dass es halt für einen selber toll ist und später kann das Kind ja dann auch mitmachen. Da bin ich schon total gespannt drauf. Also viel Spaß dir beim Rausfinden, wie deine Struktur am schönsten ist und ich freue mich über Rückmeldungen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben. Tschüss!